Hallo liebe Freunde zu meinem neuen Video. Heute in einem BMW M1. Er hat die berühmte 3,5 Liter Maschine mit 6 Zylindern. Leistet ungefähr 260 PS dabei. Das heißt, ich glaube es sind 280, fast 277. Und hat eine Spitzengeschwindigkeit von 265 Stundenkilometern. Und das war zu der Zeit, wo dieses Auto gebaut wurde, das teuerste deutsche Sportauto. Es gab in der Zeit um die Beginn 80er Jahre kein teures Auto. Der hat damals 115.000 Mark gekostet. Damals gab es ja noch D-Mark. Und wenn das stimmt, was ich bisher fühle hier mit dem Auto, dann handelt sich das um einen neuwertigen M1, den ich gleich mal ein bisschen näher nehme. Oh. Ganz kerngesunde Maschine. Das Ding ist wirklich ein Jahreswagen, das kann nicht wahr sein. Also das Auto ist ja so fantastisch. Hätte ich nicht gedacht. Man merkt das hier überall, das Leder, das ist neuwertig. Die ganzen Stoffbezüge sind nicht kaputt. Die sind alle original. Guckt euch mal hier die Zuziehgriffe, guckt euch das mal an hier. Ich gebe mal ein bisschen Stoff jetzt. Also das ist ja ein Donnerwagen. Ich habe also M1 in meinem Leben schon 5 oder 6 Stück verkauft, aber ich habe noch nie einen M1 gefahren, der fast neuwertig ist. Das merke ich hier. Was vielleicht interessant ist, was die Geschichte angeht, der Vorbesitzer von dem Auto, den kannte ich. Das ist ein BMW-Händler gewesen aus den USA und auf dessen Namen ist das Auto damals auch zugelassen worden. Und was ich jetzt erst erfahren habe, er hat eine Sammlung gehabt und er ist vor vielen, vielen Jahren, ist jetzt schon über 20 Jahre her, mit seiner Sammlung nach Deutschland übersiedelt. Und als ich dann gehört habe, das Auto war mal in Orange, weil das ist nicht die originale Außenfarbe, das ist ein oranges Auto gehabt, wenn ich sowas immer schon höre, Farbe passt nicht zum Auslieferungszustand, da bin ich immer schon ein bisschen kritisch. Das hätte ich mal lieber nicht sein sollen. Der hat zwar die falsche Außenfarbe, aber der ganze Rest, wir haben eben in die Türen reingeguckt, Motorraum, ich zeige euch das nachher mal, das ist alles in einem neuwertigen Zustand. Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos. Ich habe das Auto ja eigentlich falsch eingeschätzt, aber wenn man hier im Detail genau guckt, also so viel verstehe ich von Autos, sieht man, dass das alles neuwertig und original ist. Da ist nichts verfummelt, da ist alles richtig, der hat keine Kratzer. Der glänzt nirgends, da ist nichts abgeschraubt oder abgeknabbelt. Man sieht hier an den an den Zuziehhilfen rechts oder links in den Türtaschen, das ist alles wie neu. Und das heißt für mich glasklar, dass die Kilometer von 6.180, also in dem Falle Meilen, dass die tatsächlich richtig sein müssen. Das kann ich mir überhaupt nicht anders vorstellen. Es kann nicht anders sein. Der Wagen ist nämlich nicht restauriert. Da hat wahrscheinlich der Besitzer damals so gesagt, Orange gefällt mir nicht. Gab ja damals nicht so viele Farbmöglichkeiten, das meiste war ja weiß oder orange oder so ähnlich. Und da hat er gesagt, Anthrazit ist eine super schicke Farbe, war das ja Anfang der 80er Jahre auch. Und er hat das Auto wirklich perfekt umlackiert. Jetzt ist der Wagen halt in der Farbe, aber ansonsten, der läuft wie ein neues Auto, das ist nicht zu fassen. Da klappert nichts, der scheppert, der hat noch nicht mehr gelaufen, der Wagen. Der jubelt aber richtig, mein lieber Mann. Also, dass der Wagen 270 fährt, habe ich überhaupt keinen Zweifel. Hat eine super Straßenlage. Das ist ein Fahrzeug, das können selbst heutige Autos nicht unbedingt besser. Also, das ist ein super Sportgerät, dieser Wagen. Ein super Sportgerät. Bin völlig begeistert. Ich habe noch nie so einen guten M1 gefahren. Und man merkt, das ist wirklich, der hat wirklich nur die 6.000 gelaufen, die da draufstehen. Das hat sicherlich vieles mit dieser Geschichte zu tun, aber ich merke das an einem Auto. Ich bin schon so viele Autos in meinem Leben gefahren. Ich spüre, ob ein Auto restauriert ist, die fassen sich ganz anders an. Restaurierte Autos sind restaurierte Autos, auch schön und gut, aber original, der war noch nie auseinander und das spürt man.
Also das war jetzt eine Probefahrt. Das muss ich zu meiner Schande eingestehen, damit habe ich nicht gerechnet. Wir haben das Auto vor einigen Wochen bekommen und ich bin ja immer so ein Oberpingel, wenn ein Auto mal einen anderen Lack hat als den Original, da sage ich, naja. Aber nachdem ich die Geschichte jetzt genau recherchiert habe, das Auto ist ja genau genommen aus erster Hand. Das ist ja das Verrückte. Der jetzige Besitzer hat ihn gar nicht zugelassen. Ist auch ein älterer Herr mittlerweile. Und derjenige, dem das Auto mal gehört hat, der ist vor 20 Jahren verstorben und hat dem das dann gegeben. Und der ist damit nie gefahren. Und das Verrückte ist, die Kilometer sind tatsächlich echter. Ich kann das gar nicht fassen. Ich kann überhaupt nicht glauben, dass es ein M1 gibt mit der Laufleistung hier. Und wenn man sich ein bisschen mit originalen Bezügen, mit originalen Sitzen, mit Originalität von Autos, guck mal hier die Mittelkonsole, das ist alles nicht abgegriffen, das ist alles tipptopp. Da ist noch nie ein Schraubenzieher dran gewesen, das hat man noch nie auseinandergedreht. Und das merkt man an dem Auto, der fährt sich wie ein Jahreswagen, also ich krieg mich gar nicht mehr ein. Nicht zu glauben sowas. Ich würde fast so weit gehen zu sagen, der war seiner Zeit weit voraus. Also was BMW da auf die Beine gestellt hat mit dem 3,5 Liter Motor, mit dem Fahrwerk und mit der Direktheit, das ist ganz großes Kino. Man sitzt natürlich verdammt tief, wenn man da aussteigt, aber wenn man da mal drin sitzt, sitzt man richtig drin. Also ich bin M1 noch nie richtig scharf gefahren. Das ist das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und ich bin völlig überrascht und total entgeistert, was der Wagen losgeht. Das ist nicht zu fassen. Da gab es ja auch Procars, die ja richtig scharf gefahren sind, richtig rennen. Jetzt weiß ich auch warum. Ich kenne ja auch gut 60er oder 70er oder 80er Jahre Autos. Aber das Auto fährt sich wie 90, Ende 1000, also um die 2000, wenn so modern fährt sich der Wagen. Das ist ein absoluter Rennwagen. Das Fantastische an dem Auto, und das könnt ihr euch mal angucken, die gesamte Karosserie, das ist alles noch tipptopp. Und das Verrückte ist, wenn man da innen reinguckt, das ist ja ein Jahreswagen. Da ist noch überhaupt nichts dran gemacht worden. Und genau genommen kann ich den Eigentümer sogar verstehen. Die Farbe Orange ist auch nie so mein Ding gewesen. Anthrazit steht dem Auto unglaublich gut. Der sieht richtig schick aus. Und wer das nicht unbedingt genau weiß, dass das jetzt nicht die Originalfarbe ist, den stört es nicht. Weil Spachtel hat das Auto nämlich nirgends. Schaut euch mal die Sitze an. Das ist ja hier alles wie neu. Da gibt es keine Falten, keine Knitter, da ist nichts kaputt. Ich meine, immerhin ist das 43, 44 Jahre alt. Guckt euch auch mal den Teppichboden an. Unten drunter, der ist auch neuwertig da drüben. Der ist nicht eingegangen, der hat nicht die Farbe verloren. Auch hier so diese ganzen Details bei so einem Auto. Ich musste mich mal mit einem ganz originalen M1 befassen. Also das ist ja alles fantastisch in der Qualität. Wirklich fantastisch. Wirklich ein fantastisches Auto. Also das habe ich ganz, ganz selten, dass wir sowas, was über 40 Jahre alt ist, im Originalzustand haben. Und anhand der Historie des Eigentümers, seiner Historie als BMW-Händler, dann als Eigner dieses BMWs, jetzt kommt die Eisenbahn, das rattert ein bisschen, klar, Moment, die fährt hier gerade vorbei, ich versuche trotzdem weiter zu reden. Und dann ist der Mann übersiedelt hier nach Deutschland in seine alte Heimat, hat seine Sammlung mitgenommen, das war ja immer der gleiche Besitzer. Und hat das dann an denjenigen weiterverkauft, dem es heute gehört. Also ich glaube kaum, dass es im Moment weltweit noch ein Auto gibt, der so eine geringe Laufleistung hat, wo man am Interieur auch sehen kann, dass das auch alles echt ist und dass das auch alles stimmt. So, und das geht hier jetzt eigentlich so weiter hier im Kofferraum. Das ist der Original Teppich komplett. Da ist das Bordwerkzeug da vorne, ganz original. Und wenn man da reinguckt, die Maschine haben wir jetzt nicht sauber gemacht, aber man sieht überall, dass das in einem tadellosen Zustand sich befindet. Steht ja noch drauf, BMW Motorsport. Da sind früher die 635 CSI Motoren mit bestückt worden zu späteren Jahren. Wie gesagt, das ist ein Aggregat, 277 PS, fährt 270 Spitze, 6-Zylinder, und wie der am Gas hängt, wir haben eben gerade eine Vorbeifahrt gemacht, das habt ihr, glaube ich, gesehen, das ist ja unglaublich. Ich war selbst überrascht, dass der so abgeht. Also das ist wirklich ein fantastisches Auto, und vor allen Dingen jemand, der sammelt und sich im Moment überlegt, Geld anzulegen. Wir haben eine ganz komische Zeit, so mit dem Euro, mit den vielen Schulden. Das hier, 100% sicher. 100% sicher. Das ist ein absolut klasse Auto. Der läuft gut, da passt die Historie
Das Einzige, was man dem Auto vorwerfen kann, er war mal orange. Aber wer es denn möchte, der hat ihn für 20.000 wieder in orange. Überhaupt, das dann besser ist, weiß ich nicht. Ich würde ihn lieber so lassen, mir gefällt es so besser. Übrigens, ihr werdet ja gemerkt haben, dass wir manche Fahrzeuge auch mal schärfer rannehmen, so wie ihn zum Beispiel. Das mache ich aber nur dann, wenn ich das richtige Gespür dafür habe und wenn ich sicher sein kann, es ist ein gutes Auto, wenn der warm ist, wenn wir das Öl geprüft haben, dass frisches Öl drin ist und. Wir sind sehr, sehr vorsichtig im Umgang mit solchen Autos. Aber ich denke, auf der anderen Seite macht euch das ja auch Spaß, wenn ihr mal so richtig seht, was sowas eigentlich kann. Und der hier, der hat mich heute wirklich selber überrascht, dass so ein Auto so abgeht, aber das tut er auch deshalb, weil er in so einem hervorragenden Zustand ist. Wie gesagt, immer schön vorsichtig fahren. Wir machen das auch nicht immer, nur wenn wir das Gespür und das Gefühl haben, da ist es richtig, da können wir es tun und dann macht es auch richtig Freude. So, ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, wer der Mann hinter der Kamera ist, der diese tollen Filme macht. Das ist Paul, mittlerweile mein guter Bekannter und Freund und Kollege und alles in einem. Der macht das mittlerweile 4 Jahre mit uns, macht diese erstklassigen Filme, macht die Einstellungen, schneidet die Filme. Wir sind heilfroh, dass wir ihn haben. Er hilft uns sehr und auf viele, viele weitere Videos. Paul, vielen Dank. Es gibt ja beim BMW gar nicht so viele Highlights. Das ist einmal der 507, haben wir auch einen stehen. So ein Auto liegt aber heute bei gut und gerne 2 Millionen Euro. Dann gibt es aus dem Vorkriegsbereich noch einen BMW 328. Ja, und dann kommt gleich der M1. Das waren ja eigentlich die bedeutendsten BMWs. Und das Tolle ist an dem Wagen, den kannst du richtig scharf fahren. Der kommt locker mit dem heutigen Verkehr mit. Also ich bin selbst überrascht, wie scharf das Ding am Gas hängt. Und vor allen Dingen, was der für Druck entwickelt, das ist eine richtige Rakete. Also unter diesen einen Gesichtspunkten, super interessantes Auto. Super interessantes Auto. Und ich kann euch nur sagen, der fährt sich traumhaft, wie so ein Go-Kart. Man hat ein Go-Kart-Gefühl, man sitzt super in den Sitzen drin, ganz direkte Lenkung, total übersichtlich der Wagen. Er klebt richtig an der Straße. Das ist ein ganz anderes Gefühl als wie bei einem Porsche. Also da hat BMW einen großen Wurf. Hört euch das mal an hier. Boah. Da geht aber richtig was. Du mein lieber Herr Gesangverein. Mit dem Auto ist man richtig fix unterwegs. Also ich muss sagen, es macht mir richtig Spaß mit dem Wagen. Es macht einen Riesenspaß, mit dem Auto zu fahren. Das Auto habe ich vollkommen unterschätzt. Das passiert mir relativ selten. Ich bin ja gestern noch mit dem SSK gefahren. Das ist natürlich ein ganz großes Kino mit fast 8 Litern Hubraum. Den muss man ja richtig festhalten wie ein Bär. Aber das Auto hier ist wie ein Go-Kart. Und jetzt verstehe ich auch, weshalb das Auto immer wieder legendär genannt wurde. Das ist er auch. Und bei den Fahrleistungen, das schon 1980, Kompliment, großes Respekt. Da hat BMW wirklich was Tolles auf die Beine gestellt. Toller Wagen. Wie ein Go-Kart fährt der. Und dabei finde ich ihn auch gar nicht so laut. Er hat gar nicht laute Windgeräusche oder so. Und das Allerbeste an dem Wagen ist eigentlich der Zustand. Also, dass das hier alles neuwertig ist. Da ist nichts kaputt, nichts verknattert, vom Schlüsselbund kaputt oder irgendwie sowas. Das ist alles original made by BMW 1980. Also die Maschine läuft so dermaßen gut, dass mit den 6000 Meilen, das stimmt tatsächlich. Sonst wird er nie so super und sauber laufen. Der hat keine Ölfahne hinten, gar nichts. Genial. Tolles Auto. Toller Wagen. Wirklich ein toller Wagen. Also BMW M1 ist in Zukunft nicht mein Favorit. Fand ich immer ein tolles Auto, hat mir immer Spaß gemacht. Aber was ich sagen kann, von dem Ding bin ich echt begeistert. Soweit war ich bisher nicht. Ich finde zwar BMW eine tolle Automarke, aber der BMW M1, wenn der in gutem Zustand ist, da sind ja viele leider versemmelt und kaputt und nicht mehr gut und ist ganz schwierig, einen guten zu finden. Dieser hier, das sage ich jetzt mal, gehört zu den 10 besten überhaupt noch, die es gibt. Das merke ich.
wieder Weltmeister. Ja, dermaßen toll die Kiste. Na, so schnell bin ich hier lange nicht mehr lang gefahren am 17. Aber mit dem Auto macht es einfach eine Riesenfreude. Boah, der geht, oh mein lieber Mann. So, da müssen wir schon abbiegen. Also das war jetzt mal eine Fahrt. Adrenalin pur, kann ich ja nur sagen. Und absolute Freude. Ja, das Beuerberg, das kennt ihr ja. Jetzt sind wir mal von Rosenheim nach Beuerberg gefahren mit einem riesigen Umweg, aber das war es das Auto wirklich wert. Ja, gesagt, habe ich alles. Ich sage euch nochmal Tschüss, so sagt man in Hamburg. Ich bin eigentlich der Hamburger, der in Bayern lebt, aber das schon lange und auch gerne. Ich wünsche euch was, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Wird wieder spannend, ich habe bestimmt wieder was Tolles für euch. Ciao.